Wie sieht die individuelle Mobilität der Zukunft aus? Sind Fahrräder das einzig sinnvolle und probate Mittel, um von A nach B zu kommen? Dieser Frage stellt sich auch die Eurobike 2025 und hat eine eigene kleine Landschaft gebaut für sogenannte Eco-Mobility Highlights. Was ist das? Kann man das essen und wie schmeckt es? Ich bin Tillmann von der Radelbande und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dieses Jahr hat unsere Berichterstattung von der Eurobike einen neuen Sponsor, und zwar euch. Und ihr habt zwei Möglichkeiten, wie ihr unsere Arbeit hier unterstützen könnt. Auf der einen Seite per PayPal oder per Super-Thanks-Funktion direkt. Es gibt aber noch eine tolle neue Möglichkeit. Das erste Mal in der Geschichte der Radelbande gibt es nämlich Merchandise. Ihr könnt ein T-Shirt kaufen über den Link unten in der Videobeschreibung. Und zwar das Lastenrad-Muddy-Shirt. Damit könnt ihr allen in den Autos zeigen, wer ihr seid, wer sie da gerade überholt hat, wer auf der Fahrradstraße vor ihnen fährt, über die sie sich gerade aufregen. Wir sind alles irgendwie Lastenradmuddies, wenn wir mit unseren Kindern, dem Hund oder irgendwelchen Lasten durch die City düsen. Und mit diesem Shirt könnt ihr es auch allen zeigen. Das Besondere ist, die werden auf Vorbestellung gefertigt. Also das Bestellfenster ist offen bis Ende Juli. Da könnt ihr eure Größe bestellen. Dann kommen die bei uns an, werden in Lübeck bedruckt und gehen dann wahrscheinlich so bis Mitte August zu euch. Die sind richtig schön oversized geschnitten. Also das, was ich jetzt hier trage, ist XL. Das, was ich den Rest des Videos übertrage, ist Größe L. Ich bin 1,96 Meter groß und wiege 96 Kilo. Also da ist auch wirklich genug Platz, auch für die Kräftigeren unter uns. Auf jeden Fall richtig schöne Qualität des Druckes auch. Das ist ein richtig schön dicker Stoff. Lohnt sich also wirklich, sich das mal anzugucken. Genau, macht uns stolz, macht uns richtig viel Arbeit, indem ihr fleißig die T-Shirts bestellt. Und damit könnt ihr nämlich auch unsere Arbeit von hier unterstützen. Und wenn es gut läuft, dann habe ich noch so ein paar weitere Merch-Ideen für die Zukunft. Und vielleicht kann man den Shop ja auch zu einer Standardkomponente irgendwie der Radelbande machen. Eine ganz wichtige Komponente sind und bleiben natürlich Lastenräder. Hier von Winter zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Das wird dann immer größer und größer, aber was man ebenfalls nicht vergessen darf, sind Schwerlastanhänger, die man an im Grunde jedes Fahrrad stellen kann. Ihr seid jetzt hier mit dem Treibwerkanhänger da. Wer sind denn da eure Kunden und in welchen Einsatzszenarien seht ihr das so im Speziellen? Ja, also vorzugsweise ist der Anhänger für einen gewerblichen Betrieb vorgesehen. Also alles so in der Logistik, letzte Meile Lieferung, aber das geht über das Anwendungsbereich weit hinaus. Das kann von Handwerker, Gärtner bis in den privaten Bereich genutzt werden. Wir haben hier eine Zuladung von 300 Kilo, was maximal beladen werden kann. Das ist im Bereich Fahrrad schon sehr extrem. Dementsprechend auflaufgebremstes System. Fahrwerkerbremse sehe ich hier, erkennt man schon von Weitem. Genau. Also da ist puncto Sicherheit vollhydraulische Auflaufbremse aus Eigenkonstruktion. Zur Ladungssicherung, Airline-Schiene entlang der Ladefläche, ist alles im Standardsystem integriert. Und die lassen sich dann auch von euch aus stark individuell anpassen? Genau, dafür haben wir das neutrale Rahmendesign gewählt. Also jede Form der Individualisierung, gerade für Logistikunternehmer, da haben ja alle ihre eigenen Systeme. Ja. Da eine Komplettlösung, wo auf alles passt, das gibt es nicht. Also wenn da irgendjemand Anregungen hat, jedes System, was er verwenden will, kann man uns ansprechen. Wir kontrollieren das und genau. Also Individuallösung, egal in welche Richtung, länger, breiter, irgendwas verschiebe, da sind wir uns für nichts zu schade. Ja, spannend. Spannend auch, dass ihr halt hier bei dem Eco-Mobility Highlights auftaucht, neben Lastenrädern und auch anderen Produkten. Und ich gehe jetzt mal weiter. Vielen Dank, dass du uns das einmal kurz gezeigt hast. Sehr gerne. Und wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter, gucken uns weitere Konzepte an. Und da kommen wir nämlich so ein bisschen aus dem Cargo-Bereich, auch ganz stark natürlich in den Familientransportbereich oder die Mitnahme von Menschen. Hier das Velo Cargo, ein
ein Rahmen, ein klassischer Rahmen hier unten, aber mit 4 Rädern, einer Sitzposition, einem festen Dach, was ja auch etwas ist, was beim Fahrrad viele bemängeln, dass sie dann eben nicht vor Wind und Wetter geschützt werden. Das hat teilweise so ein bisschen Anleihen von dem Wechsel von Pferdekutschen in Richtung Auto. Sehen aber hier natürlich, das wird wohl gerne verwendet. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man von so einem klassischen Fahrraddesign in Richtung eines solchen vierrädrigen oder einer geschlossenen Kabine? Sehen hier dann noch, wie das halt geöffnet aussieht, also so als komplettes Cabrio. Aber dann auch wieder im letzten oder vorletzten Jahr bereits gesehen, das Hopper. Ne? Also das ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Ebenfalls weiterhin ein Fahrrad. Also wir sehen hier eine Fahrradkurbel, aber dann wiederum eine Kabine aus Kunststoff, die dann optisch sich schon mal deutlich unterscheidet von dem. Natürlich allerdings auch rein konzeptuell nochmal eine ganz andere Nummer ist. Wir haben hier ein Biohybrid, also hier hinten ist ein Elektromotor und hier vorne einfach nur ein Generator, in den reingetreten wird. Und gibt es also keine physische Verbindung zwischen dem Antrieb und tatsächlich zwischen dem Pedalantrieb und dem angetriebenen Rad. Und hier ist Platz entweder halt für eine Person auf dem Sattel und eine Person hier hinten. Es gibt allerdings auch eine Cargo-Lösung mit einem ziemlich großen Gepäckträger, Gepäckträger sage ich schon, das heißt ja dann Kofferraum, was dann natürlich für Lieferdienste etc. interessant sein könnte. Aber das hier ist jetzt halt immer noch offiziell ein Fahrrad, ebenso wie das hier offiziell immer noch ein Fahrrad ist. Wo wir dann aber in einen weiteren Bereich reinkommen, sind so Leichtkraftfahrzeuge, die bis zu 45 km/h fahren und ab 15 Jahren gefahren werden können. Und da könnt ihr doch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Also das hier erinnert natürlich stark an die Piaggio Ape, wo ich mich schon länger frage, warum die nicht direkt von Piaggio bereits als elektrische Version verfügbar ist. Also ziemlich großes Ladevolumen, ziemlich viele Ideen, die hier hinten umgesetzt werden können. Und dann ein kleiner Elektromotor. Jetzt mal gucken, ob die hier offen ist. Genau, eine richtige Kabine hier mit so einer Art Mofa oder Motorradlenker. Viel Platz auch, um etwas so Kleinigkeiten abzustellen. Eine kleine Sitzbank, Handbremse, also alles da, was ein Kraftfahrzeug einfach hat. Aber halt mit dem zusätzlichen Bonus, dass man hier mit ab 15 Jahren fahren kann und dass natürlich so Sachen wie Versicherung und Steuer einfach viel, viel günstiger sind, beziehungsweise im Falle der Steuer gar nicht gezahlt werden muss. Insofern eine sehr interessante Alternative sein könnte für den urbanen Raum, aber auch für etwas längere Strecken, wenn es zum Beispiel vom Land in die Stadt gehen soll oder andersrum. Denn mit 45 km/h ist man hiermit ja ganz gut unterwegs und es handelt sich auch hier nicht um ein S-Pedelec oder so, sondern tatsächlich um ein echtes Leichtkraftfahrzeug ohne weiteren Pedalantrieb. Also schön zu sehen tatsächlich, dass es das jetzt auch in elektrisch gibt und nicht mehr mit einem Verbrennungsmotor. Und Gecko bringt halt auch diese Idee der Piaggio Ape in eine Art Auto rein. Also Sera 2 City Car, vorne ein Rad, ebenfalls ein ziemlich modernes Kfz-Design und dann aber auch Platz für eine Person hier am Lenker. Wir haben hier weiterhin einen Lenker und kein Lenkrad. Das sieht alles so ein bisschen billig aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber hinten ist tatsächlich noch, ist das eine Sitzbank oder ist das nur ein Kofferraum? Also ein Gurt sehe ich nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob der in solchen Leichtkraftfahrzeugen vorgeschrieben ist. Hier oben eine Belüftungsklappe. Das ist halt auch so ein interessantes Konzept. Eigengewicht ohne Batterien, 270 Kilogramm, ist also tatsächlich relativ leicht und hat eine Leistung von 3000 Watt, womit das Gefährt bis 45 km/h beschleunigt werden kann und somit auch ab 15 Jahren gefahren werden kann. Hier kann man allerdings auch schon wieder mal den Unterschied sehen zwischen so einem City Car, zwischen so einem Leichtkraftfahrzeug und dem City Hopper, der dagegen wirklich wiederum wie ein kleines Spielzeug wirkt. Und ich glaube, wenn hier neben noch ein Smart stehen würde, dann würde auch dieses City Car wiederum wie ein Spielzeug wirken. Daran kann man mal sehen, wie übertrieben groß viele moderne Kraftfahrzeuge eigentlich sind. Aber die haben ja definitiv einen Nutzen. Und auch da ist dann wieder so die Frage, wie groß dürfen solche Leichtkraftfahrzeuge sein?
Da geht es dann halt hier, wie bei Aixam, bis hin in so einen richtigen Transporterbereich. Kann man auch öffnen. Hier ist ein richtiges Gaspedal, ein richtiges Bremspedal, wie man das vom Auto gewohnt ist. Ein Automatik-Wählhebel und 2 Sitze nebeneinander. Eine relativ triste Fläche, aber diese Kraftfahrzeuge oder diese Leichtkraftfahrzeuge sind auch dafür ausgelegt, um eben möglichst kosteneffektiv zu sein. Ziemlich breit. Also der erste Smart war wahrscheinlich schmaler. Und was es hier aber bietet, ist auf der einen Seite so eine Pritschenmöglichkeit, eine Van-Möglichkeit für verschiedene Anwendungszwecke. Alles hier aus Kunststoff natürlich, damit es möglichst leicht ist. Und ziemlich viel Platz hier hinten drin. Also auch da wiederum so ein E-Truck, 45 km/h. Das ist natürlich auch mal so die Frage, reichen 45 km/h wirklich aus in der Stadt oder möchte man nicht, dass es eigentlich schneller ist? Ich habe jetzt die Erfahrung mit S-Pedelecs gemacht, dass 45 km/h in der Stadt durchaus ausreicht, weil man tendenziell eh nicht viel schneller fahren darf. Nun sind das hier natürlich Aixam. Das hier sieht ziemlich charmant aus. Das hier sieht etwas weniger charmant aus, sondern wirklich tatsächlich sehr einfach, ja, wie ein Nutzfahrzeug einfach, ne? Ein günstiges Nutzfahrzeug. Aber solche Mobile gibt es auch in sehr, sehr schick. Wie zum Beispiel hier bei dem Fiat Topolino. Oh, wie süß. Oder? Ist der nicht süß? Das ist die Stellantis-Plattform oder Stellantis. Und dieses Fahrzeug gibt es von Citroën, den gibt es von Opel und den gibt es jetzt auch von Fiat in mehreren verschiedenen Varianten. Und das Besondere ist, dass viele der Bauteile die gleichen sind. Also die rechte Tür zum Beispiel, merkt euch das, ne? Die öffnet hier hinten. Die linke Tür, habt ihr euch gemerkt, wo die rechte öffnet? Die linke Tür öffnet hier vorne, weil das... hier ist es abgeschlossen, auf der anderen Seite nicht. Alles klar, dann steigen wir mal auf der anderen Seite ein. Aber das ist das gleiche Kunststoffteil, um das Ganze eben so einfach und kostengünstig wie möglich zu machen. Und der sieht halt wirklich super, super niedlich aus. Ich habe mich tatsächlich noch nie in sowas reingesetzt, deswegen mache ich das jetzt mal. Jetzt bin ich hier drin im Fiat Topolino. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so Sachen wie Zentralverriegelung und so gibt es hier natürlich nicht, aber das ist erstaunlich geräumig. So, es riecht auch so ein bisschen wie günstiger Neuwagen, also nicht ganz so billig, wie das eben bei dem Aixam war. Hier oben ist ein Glasdach, damit mehr Licht reinkommt und damit man wahrscheinlich auch auf Ampeln gucken kann, weil wenn man sich das hier so anguckt, die Frontscheibe ist hier sehr weit von einem entfernt. Hier gibt es dann noch so Scheiben, die man öffnen kann. Solche Gefährte gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, aber es gibt sie halt erst seit kurzem irgendwie in cool. Und ich glaube schon, dass das für einige Anwendungszwecke eine sehr, sehr coole Sache ist. Ich hatte mir das eine oder andere Video schon mal angeguckt von Leuten, die sowas nutzen. Die hatten vorher irgendwie einen normalen kleinen Wagen oder einen Smart oder so und sind damit so 20 Kilometer in die Stadt gefahren. Und die nutzen jetzt sowas tatsächlich als sehr, sehr günstige und sparsame Alternative, weil sie sagen so, warum soll ich dann auf so einer 20 Kilometer Strecke 5 Minuten weniger Zeit brauchen, wenn ich diesen oder einen ähnlichen Komfort zumindest auch haben kann mit deutlich weniger finanziellen Einsatz. Ja, also... Soll ich mal sowas testen? Wäre das mal interessant für euch? Schreibt das mal in die Kommentare. Aber es ist natürlich es geht halt kein Weg dran vorbei zu sagen, dass das hier immer noch irgendwie ein Auto ist. Es braucht auf der Straße genauso viel Platz wie ein Auto und auf dem Radweg kann ich damit auch nicht fahren. Komme ich hier eigentlich raus jetzt? Ja, raus komme ich. Ja, wie findet ihr das? Das ist charmant, oder? Irgendwie? Würde ich gerne mal testen. Zack, wie bei alten Mercedes einfach richtig doll zuschmeißen. So, und ab und zu sieht man sie ja. Solche Fahrzeuge hier. Das hier jetzt auch, ich finde das schon lustig, ne? So ein ziemlich modernes, sportliches Design, große Lufteinlässe, weil es sich hier um einen Sportwagen handelt. Der Ambition E-Coupé GTI.
Oh ja, Leute, das ist ein GTI, also ein echtes Sportmodell mit einer maximalen Geschwindigkeit von 45 km/h. Es sieht trotzdem ganz gut aus, aber wenn man sich so anguckt, Messepreis 21.000 Euro. Und ich glaube, der Fiat Topolino, ich weiß nicht, wie teuer der ist, aber gucken wir uns mal an, was diesen Preis rechtfertigen soll. Hier haben wir schon tatsächlich ein deutlich besseres Gefühl in Sachen Auto. Also wir haben einen recht großen Kofferraum mit Ladekabel, wir haben eine richtige Kofferraumklappe. Wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird, wackelt so ein bisschen die komplette Karosserie, aber also ich würde mal sagen, da fällt man vor dem McDonald's nicht ganz so negativ auf. Scheibenbremsen sind hier verbaut. Gucken wir uns das mal an, wie es von innen aussieht. Ich sitze jetzt in diesem Falle, ja, okay. Aber die Sitze sind gemütlich. Und mit Elektromotor ist es natürlich auch relativ leise, weil da kein Verbrennungsmotor rappelt. Diese Fahrzeuge gibt es ja schon länger mit Verbrennungsmotor und die rappeln dann, sind richtig laut, sind lauter als jeder Ferrari und fahren dann mit 45 über irgendwelche Feldwege. Ich glaube, dass das aber wirklich eine gute Möglichkeit ist, gerade für junge Leute, die eher auf dem Land leben, die längere Strecken zurücklegen müssen und sich nicht auf ihre Eltern verlassen wollen. Und wenn man mal ehrlich ist, manche Strecken lassen sich halt auch einfach nicht mit dem E-Bike jeden Tag machen, sondern da möchte man so einen gewissen Komfort haben. Und hier sind halt auch alle Sachen drin, ne? Hier mit so einem Infotainment-System, mit Lautsprechern, hier ist eine Lüftung drin, eine Automatik. Gucken wir uns mal irgendwie die Reichweite an. 113 Kilometer nach WMTC, also nicht nach WLTP, aber ich denke mal, dass man hier gut und gerne 80 Kilometer mit einer Akkuladung kommt, was halt für diesen Zweck ja, optimal ist. Und wenn man dann wieder zu Hause ist oder am Zielort angekommen, dann steckt man es einfach in die normale Steckdose und ist dann nach ein paar Stunden auch wieder vollgeladen und kann weiterfahren. Aber irgendwie nach wie vor interessanter sind ja dennoch pedalunterstützte Gefährte, wie wir es jetzt hier von Vovax sehen, mit Auflieger etc. Hi. Mit diesem großen Semi-Anhänger, der wirklich sehr viel Belastungskapazität bietet. Dann aber auch solche Fahrzeuge eben mit Pedalantrieb, mit einem gemütlichen Sitz, mit kompletter geschlossener Kabine hier von Carbikes, das sich auch für verschiedene Anwendungszwecke ausstatten lässt, die auch tatsächlich nur sehr schmal sind und sehr wenig Platz verbrauchen und wirklich auch überhaupt nicht an ein Auto erinnern, sondern das ist eine komplette eigene Kategorie an Fahrzeug, das sich von einem Fahrrad durch die Form natürlich etc. unterscheidet, aber in der Funktion halt immer noch sehr, sehr ähnlich ist. Habt ihr schon solche Gefährte in eurer Stadt? Fahren da viele mit rum? Kriegt ihr eure Pakete eventuell mit so einem Schwerlastenrad eventuell schon ausgeliefert oder fahrt ihr irgendwie mit einem Campingaufbau damit rum? Das würde mich echt mal interessieren, was ihr von diesen ganzen Ideen haltet und in welche Richtung das geht. Weil ich habe natürlich irgendwie in beide Richtungen, ich habe in die Kfz-Richtung, ich habe in die Fahrradrichtung, ich habe in die Schwerlastenradrichtung. Das interessiert mich irgendwie alles und am liebsten würde ich alles irgendwie ab und zu mal im Alltag fahren. Auch wenn ich natürlich auch großer Fan hier solcher klassischen Lastenräder sind, wie hier vom Paxter 70 oder vom Velo de Ville Lodi. Und dann halt auch allem, was sich irgendwie dazwischen befindet. Ne? Das Muli Box zum Beispiel jetzt hier und dieses Carbikes, was wir eben gesehen haben, das eignet sich eben auch dann für die Mitnahme eines zweiten Erwachsenen, sodass man hier zu zweit durch die Gegend fahren kann in einem Fahrrad, das natürlich eine gewisse Breite hat, aber dennoch auf Fahrradwege passt. Aber solche Gefährte brauchen natürlich auch relativ viel Energie wieder, die brauchen größere Akkus, die brauchen stärkere Motoren. Und da bewegt sich die gesamte Branche eigentlich gerade in so einer, also die befindet sich absolut im Umbruch momentan, was diese ganzen Fragen angeht. Und dementsprechend wird ja auch die Eurobike 2026 sich nochmal so ein bisschen aufteilen. Eine Art elektrischer Rollator mit Sitz. Super natürlich für bergige Gegenden oder wenn man irgendwie im Wald unterwegs ist. Ziemlich coole Idee, also auch in Sachen inklusiver Mobilität und dann bis hier zu einem Bike, E-Mobility, einem großen Schwerlastenrad, wo es dann auch so eine Art Velotaxi gibt mit 2 Sitzplätzen hinten. Und was wir im letzten Jahr auch schon gesehen haben,
sind die Gefährte hier, Golo Bike, in den verschiedenen Ausprägungsarten. Und hier befinden sich halt noch einige weitere Kuriositäten, Ideen von Herstellern mit 3 Rädern, mit 4 Rädern, mit Offroad, 4Rad-Tandems, mit Produkten für den krassen Lastentransport, mit dem Mochi an einer Ladesäule bis hin zu Dave, dem Darmstadt Vehicle. Auch interessanter Punkt der Feinmobilität und der Aufteilung der Mobilität in verschiedene Klassen. Also Eco-Mobility ist eigentlich alles von der S bis zur XXS-Klasse, was E-Scooter angeht. Und dann bei S sind dann eben auch diese Leichtkraftfahrzeuge. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Übersicht, um mal so eine Idee zu bekommen, was alles zur Eco-Mobility gehört. Und da ist natürlich auch das klassische Fahrrad und das E-Bike dabei. Aber wo ist da die Trennung? Wo ist da die Trennungsschärfe? Das, finde ich super spannend, das Thema. Ihr findet mich etwas ratlos vor und beinahe so ein bisschen philosophisch. In welche Richtung entwickelt sich die Fahrradbranche? Wobei einige Gefährte, die wir jetzt gesehen haben, gar keine Fahrräder mehr sind, sondern echte Fahrzeuge ohne Muskelunterstützung, ohne Muskelkraft. In welche Richtung soll sich das eurer Meinung nach entwickeln? Seht ihr das kritisch, dass es jetzt so viele größere Fahrräder gibt, dass sie sich immer mehr auf den Fahrradwegen tummeln? Würdet ihr euch wünschen, dass es mehr davon gibt? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Lasst eure Meinung da. Würdet ihr eine Eco-Mobility-Messe besuchen? Schmeckt es euch? Lasst es uns gerne wissen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.